Ich zeige dir jetzt anhand eines neuen Mopses, wie man einen Mops in ein Bohrloch setzt und wie man den Mops dann wieder entfernt. Bevor du einen Mops setzen willst, ist es wichtig, den Mops auf seinen Zustand zu überprüfen. Das heißt, du schaust ihn dir an, schaust, ob er gut ausschaut, ob er Korrosion aufweist. Schwere Korrosionen wären nicht gut. Du schaust auch an, ob die Hülse des Mops Verbiegungen aufweist. Auch das würde gegen eine Weiterverwendung des Mops sprechen. Du schaust an, auch ganz wichtig, dass der Konus frei gängig ist, dass beim Auf- und Zuschrauben der Konus im Gewinde gut sich auf- und zuschrauben lässt. Und das ist auch wichtig, dass das Gewinde der Schraube sauber ist, sodass es hier zu keinen Verklemmungen kommt. Bevor du den Mops in ein Loch setzen willst, ist auch wichtig, dass der Konus schon ein bisschen in dieser Schnut der Hülse sitzt. Wichtig vor allem, dass dieser kleine Steg schon da drin sitzt. Schraubst du aber den Mops zu weit, den Konus schon zu weit in die Hülse, dann hast du ein Problem, dass du den Mops nicht in das Loch bekommst. Ist andererseits der Konus zu weit aufgeschraubt, hast du das Problem, dass sich der Steg unter der Hülse befinden kann. Im schlimmsten Falle, wenn du den Mops schon mal geöffnet hast und reparierst hast, dann kann es auch sein, dass der Konus so weit aufgeschraubt ist, dass im schlimmsten Fall hier der Steg aufsteht und du meinst beim Zuschrauben, dass der Mops fest sitzt. Das tut er aber nicht. Solange du den Mops nicht selber öffnest, ist er aber immer so schon, dass der Konus schon ein bisschen in dieser Hülse sitzt, dass dieses nicht passieren kann. Solltest du ihn aber reparieren und du einmal aufschrauben, dann ist das ganz wichtig zu beachten. Bevor du den Mops in das Loch setzt, ist es wichtig zu checken, dass das Loch auch die richtige Größe hat, dass es ein 10 mm Loch ist, dass das Loch keinen Dreck innen hat und dass das Loch nicht mit einer öligen Flüssigkeit gefüllt ist. Nässe allein macht der Haltbarkeit, der Rutschfestigkeit des Mopses weniger aus. Öl und schmierige Substanzen natürlich umso mehr. Dann, um den Mops zu setzen, schiebt man den Mops in das Bohrloch hinein und dreht die Rändelschraube um Uhrzeigersinn fest, bis der Mops einigermaßen festgezogen ist, und dann gibt es zum Schluss noch eine Viertel- bis halbe Ziehung, bis der Mops nicht mehr weiter ziehbar ist. Jetzt sitzt der Mops fest und du kannst ihn verwenden. Wichtig ist, am Standplatz oder wenn der Mops an einer Stelle immer wieder belastet wird, weil man zum Beispiel eine schwere Stelle überwinden will und es kommt immer wieder Belastung auf den Mops da, dann zieht sich natürlich der Konus immer weiter in diese Hülse und der Mops wird wieder ein bisschen lockerer, sodass er nachgezogen werden muss. Dieses Nachziehen ist ganz besonders wichtig am Stadtplatz, dass du hier regelmäßig den Zustand des Mopses prüfst und den Mops immer wieder festziehst. Um den Mops zu entfernen, gehst du jetzt genau dieselben Schritte zurück, die du vorher gegangen bist. Das heißt, du drehst die Schraube gegen den Uhrzeigersinn auf und drückst dann entweder mit dem Daumen oder mit einem Schlag des Karabiners, wenn der Mops sich sehr festgezogen hat. Dann kann es manchmal sein, dass es mit dem Daumen nicht genug treibst du die Schraube wieder in das Mopsloch hinein. Damit löst du im Loch den Konus du schiebst den Konus aus der Hülse und kannst damit den Mops wieder leicht entfernen. Solltest du den Karabiner verwenden, dann ist es immer wichtig, dass du hier
nur auf Metallenteile schlägst und nicht auf die Auszugsflasche, denn die könnte bei einem schweren Schlag abbrechen und dann hast du Probleme, den Mops zu entfernen.